Hallihallo, Manuel. Hallihallo, lieber Ulf. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du bei uns bist. Ulf Burmeier, Jurist aus Berlin. Ja, vielen Dank. Ich sitze wieder bei euch quasi vor dem Dschungelhintergrund. Genau, du warst schon mal bei uns zu Gast in Episode 334 mit dem schönen Namen Die Lage der Nation. Und so heißt dein Podcast, den du gemeinsam mit Philipp Banse moderierst. Genau, einmal die Woche 1,5 Stunden Politik aus Deutschland, Europa und der Welt. Politik und Nachrichten, ne? Ihr kehrt die Nachrichten zusammen. Wir geben uns alle Mühe, ja. Richtig. Und wir haben gerade schon festgestellt, dass wir sehr oft auf euch verweisen, nämlich immer dann, wenn wir über Politik in Deutschland sprechen möchten, aber selbst nicht kundig genug sind, dann sagen wir, mehr erfahrt ihr in der Lage der Nation. Ja, vielen Dank. Vielen Dank deswegen auch für diese Einladung. Ich bin immer sehr gerne bei euch. Wir haben gerade schon entspannt zusammen gefrühstückt und jetzt geht's quasi hinein in ein spannendes Thema, glaube ich, ne, das ihr euch für diese Woche überlegt habt. genau, Das haben wir uns überlegt. Das haben wir uns überlegt. Ihr beiden, Philipp und du, ihr habt ein Buch geschrieben, Die Baustellen der Nation. Und da geht es um, man könnte sagen, all die Dinge, die nicht so gut laufen in Deutschland. Das kann man so sagen, ja. Das sind die Bereiche des Lebens, 8 Bereiche des Lebens, wo wir das Gefühl haben, da müsste die Politik mehr tun. Da müssten aber auch vielleicht wir alle mehr tun, damit das Leben in Deutschland besser funktioniert. Ja. Jahrelang habt ihr euch beschäftigt mit Dingen, die nicht funktionieren. Ist das nicht ein bisschen deprimierend? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben an uns selbst gemerkt, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir beschäftigen uns mit Dingen, die nicht so gut funktionieren. Aber wir versuchen ja zu verstehen, woran das liegt. Also wir versuchen, die Ursachen rauszufinden, warum Dinge vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Und das Schöne ist ja, wenn man versteht, wo die Fehler waren, dann hat man auch die Chance, die Probleme zu lösen. Und das ist das Ganze, oder das ist der Grund, warum sich das für uns so gut anfühlt. Das ist quasi ein konstruktiver Ansatz. Wir reden ja nicht über Fehler, um zu sagen, alles ist doof. Wir reden über Fehler, um zu verstehen, wo sie herkommen, damit man die Fehler korrigieren kann. Das ist ein guter Ansatz. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen diesen Ansatz. Uns hören und schauen ja vor allem Leute zu, die Deutsch lernen, die vielleicht neu in Deutschland sind oder noch vorhaben, nach Deutschland zu ziehen. Immer eine gute Idee. Und wir dachten, wir nehmen mal dieses Thema Deutschlands Baustellen als Aufhänger für unser Thema der Woche. Ulf, wir haben unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen gefragt, was sind denn eure größten Baustellen? Und wir dachten, du kannst heute mal hier live im Studio darauf reagieren. Ja, ich lerne natürlich auch total gerne von den Menschen, die neu in Deutschland sind, weil die natürlich einen ganz eigenen Blick darauf haben, was vielleicht hier und da bei uns im Lande nicht so gut funktioniert, weil sie ja häufig Erfahrungen aus ihren Herkunftsländern haben, ne? Und damit Richtig. ganz gut vergleichen können. Und der Witz ist ja, wir denken ja meistens in Deutschland, wir sind irgendwie ziemlich vorne dabei und das stimmt manchmal, aber häufig eben auch nicht. Ja? Also gerade stelle ich mir vor, wenn Leute, die uns zuhören, keine Ahnung, aus dem Baltikum kommen, ne? Die müssen ja bei der schlechten Digitalisierung in Deutschland die Krise kriegen, oder? Ich bin gespannt, was ihr da so für Fragen bekommen habt. Einige Leute kriegen die Krise und ich finde es ganz interessant, heute mal darüber zu sprechen, auch wie du das siehst. Ist denn Deutschland überhaupt das Top-Land, in das man gerne einwandern möchte? Nachdem du jetzt, wahrscheinlich hast du mehrere Jahre an dem Buch gearbeitet und hast ja dich nur mit Sachen beschäftigt, die nicht funktionieren. Ja, das ist natürlich eine besondere Perspektive, aber wie gesagt, wir haben ja versucht zu verstehen, welche Fehlentscheidungen getroffen wurden, vor allem politisch, um rauszufinden, was man verbessern kann. Und ich glaube, diese Baustellen lassen sich reparieren und aus einer deutschen Perspektive wäre es deswegen auch ganz toll, wenn einfach Menschen nach Deutschland einwandern, weil viele Baustellen darauf sich reduzieren lassen, zu sagen, es fehlen die Menschen, die es anpacken können, oder es fehlt auch in vielen Situationen das Geld. Aber eigentlich ist Deutschland ja ein relativ reiches Land. Also wenn unsere Regierung sich dazu entscheiden könnte, vielleicht bei den sehr, sehr reichen Menschen beispielsweise mal anzuklopfen und zu sagen, könnt ihr nicht vielleicht ein bisschen besseren Beitrag leisten zu unserem Gemeinwesen, ja, zu unserem Staat, zu unserer Infrastruktur zum Beispiel, dann könnte es relativ schnell auch vorangehen. Also es ist nicht alles schlecht, sage ich mal. Ulf, wir steigen ein mit dem schönen Thema Bürokratie. Und was fällt da natürlich
Menschen auf, die in Deutschland einwandern. Als erstes haben sie Termine bei der Ausländerbehörde oder eben nicht. Wir haben da jetzt eine Sprachnachricht bekommen von Fani, die spielen wir mal vor. Hallo Kari, Manuel, Janusz und das Easy German Team. In Episode 420, Sie haben über das Thema Ausländerbehörde und Termine gesprochen. Ich möchte auch etwas über dieses Thema sagen. Mein Name ist Fani und ich komme aus Indien. Seit 2011 wohne ich in Deutschland. Meine Erfahrungen mit der Ausländerbehörde, insbesondere in Berlin, waren meistens schlecht. Es ist sehr schwierig, online einen Termin zu buchen. Wenn ich keinen Termin habe und meinem Visum verlangen muss, ist das sehr, sehr schwierig. Ich habe die ganze Nacht ab 1 Uhr gewartet. Es war sehr kalt und -3 Grad oder so. Als Ausländer hat man dieses Bild von Deutschland als einem effizienten Land im Kopf. Leider ist es in Wirklichkeit nicht so. Ich kann Ihnen unglaubliche Geschichten erzählen, die Ausländer hier erleben, sobald ich mein Deutsch auf C1-Niveau verbessert habe. Guter Abschluss von Fani. Freut mich, wenn du C1-Niveau erreicht hast. Schreib uns bitte weitere Geschichten. Aber das erstmal als Einstieg. Es gibt bei vielen Behörden einfach gar keine Termine. Das betrifft natürlich Ausländerbehörden, aber auch alle anderen oder viele anderen Behörden. Warum ist das so, dass Menschen nachts vor der Tür stehen müssen um 1 Uhr bei -3 Grad, damit sie morgens um 7 Uhr vielleicht mit Glück einen der letzten freien Termine bekommen? Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, Fanny, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast und herzlichen Glückwunsch zu deinem Deutsch. Ja, also ich finde, das funktioniert auch schon wunderbar und ich persönlich finde auch diesen leichten indischen Akzent einfach unglaublich charmant. Also ich mag das sehr gerne und ja, schön, dass du bei uns bist, schön, dass du hier deine Forschung betreibst. Warum ist das so? Also da möchte ich zunächst mal sagen, ich finde es auch sehr gut, dass das kritisiert wird. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall damit abfinden, dass es schwer ist, Termine zu bekommen. In Berlin denkt man immer, das ist besonders schlimm, aber zum Beispiel ist auch die Ausländerbehörde in Stuttgart dafür berühmt geworden, dass die Menschen dort ganze Nächte vor der Tür warten, um morgens einen Termin zu bekommen. Und zwar insbesondere Menschen, die eine Arbeitserlaubnis bekommen oder verlängern wollen. Und da würde ich sagen, das ist ein klassisches Beispiel für völlig sinnlose Bürokratie. Warum eigentlich müssen Menschen, die in Deutschland leben, darum betteln, arbeiten zu dürfen? Das ist doch völlig absurd. Wir könnten uns doch eigentlich freuen über jeden Menschen, der eine Arbeit hat. Und deswegen haben wir in der Lage der Nation schon häufig vorgeschlagen, es sollte genau anders herumlaufen. Menschen sollten der Behörde einen Brief schreiben und sagen, ich arbeite jetzt da und das ist mein Arbeitsvertrag. Oder noch besser könnte das der Arbeitgeber direkt dahin schicken. Denn der Arbeitgeber ist ja meistens eine deutsche Firma. Das heißt, die kann die Sprache, die kennt die Bürokratie. Das heißt, das Einfachste wäre, wenn Ausländerinnen einfach arbeiten könnten und der Arbeitgeber würde dann einfach nur dem Amt sagen, ich habe den Fanny zum Beispiel eingestellt oder ich habe die Lucy eingestellt, die arbeiten jetzt bei mir, das ist der Arbeitsvertrag, fertig. Und wenn die Behörde damit ein Problem hat, dann soll sich doch lieber die Behörde melden. Ja, denn was passiert heute? Man bekommt keinen Termin, schlimmstenfalls darf man nicht arbeiten. Ja, in Stuttgart gibt es Fälle, wo zum Beispiel Krankenschwestern, die wir ja dringend brauchen, weil wir viel zu wenige davon haben, wo also Krankenschwestern aufhören mussten zu arbeiten, weil es die Behörde nicht geschafft hat, ihnen die Arbeitserlaubnis zu verlängern. Das ist doch absurd, ja, das darf doch nicht passieren. Absurd, ja. Ne? Und deswegen ist der Vorschlag ganz einfach politisch, man sollte nur melden müssen, mitteilen müssen, dass man arbeitet. Idealerweise sollte das der Arbeitgeber selber tun. Und damit würde diese ganze Bürokratie wegfallen und eine überlastete Behörde wäre dann kein Problem mehr für den Arbeitsmarkt. Also das ist, finde ich, ein ganz einfaches Beispiel, wie sich ein großes Problem sehr schnell lösen lassen könnte. Und ich weiß, dass dieses Problem auch im Kanzleramt schon diskutiert wird. Also Olaf Scholz zum Beispiel hat ja eine rechte Hand, den Wolfgang Schmidt, das ist ein ganz alter Kumpel von ihm, mit dem er schon lange zusammenarbeitet und nach meinem Kenntnisstand liegt das quasi bei Wolfgang Schmidt auf dem Schreibtisch, dieses Problem, und ich hoffe, dass da jetzt was dabei rauskommt. Aber unten, ganz unten im Stapel. Euer Vorschlag. Unser Vorschlag, der aber jetzt nicht von uns, ich weiß das so über Ecke, dass das bei ihm nochmal, sagen wir mal,
eingespeist wurde und ich hoffe, dass da jetzt sich schnell was passiert, ne? Dass man also quasi das Regel-Ausnahmeverhältnis umdreht, sagt man da auf schlau. Also dass man im Normalfall einfach nur mitteilt und die Behörde sich melden muss, wenn sie ein Problem hat, ja, und dass man die Behörde nicht fragen muss, bevor man arbeiten kann. Sehr gut. Das heißt, dann bräuchte man weniger Termine und... Genau. Nämlich gar keinen mehr. Gar keinen. Dann würde also der Arbeitgeber würde einen Brief schreiben, ich habe den Fanny eingestellt, hier ist ein Arbeitsvertrag, wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich. Im Normalfall würde die Behörde sich dann nicht melden und alle wären glücklich. Das wäre schön. Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum man zur Ausländerbehörde geht. Ja. Und ich muss sagen, das war tatsächlich das größte Thema. Da haben wir richtig regelrechte Rants bekommen in unserer Discord-Gruppe. Da hat zum Beispiel auch James geschrieben, meiner Meinung nach sind viele Angestellte in der Ausländerbehörde inkompetent. Harte Worte, harte Worte. Man kann verschiedene Antworten von verschiedenen Personen bekommen, obwohl man dieselbe Frage stellt. Manche Angestellte sprechen kein Englisch oder wollen kein Englisch sprechen, obwohl es ihre Arbeit ist, sich mit Ausländern zu beschäftigen. Manche sind auch sehr unfreundlich und arrogant zu Ausländern, obwohl es meiner Meinung nach wichtig ist, die Ausländer in einem neuen und fremden Land willkommen zu heißen. Was sagst du dazu, wenn man solche Erfahrungen macht? Das haben uns tatsächlich nicht wenige geschrieben, die erzählt haben, dass sie sich sehr unfreundlich behandelt fühlen. Also das will ich überhaupt nicht verteidigen. Ich denke nur, es ist wichtig zu sehen, dass es auch unterschiedliche Menschen gibt. Also in Deutschland gibt es dieses schöne Sprichwort, man soll nicht alles über einen Kamm scheren. Ja, mit anderen Worten, man darf nicht alle Menschen dafür kritisieren in so einer Behörde, was einige Menschen falsch machen. Das ist zunächst mal ganz wichtig. Aber natürlich gibt es Menschen in Behörden, die sich nicht gut verhalten, die vielleicht inkompetent sind oder die schlechte Laune haben. Ich meine, wir haben alle mal einen schlechten Tag oder schlimmstenfalls wird es sicher auch Menschen geben, die einfach rassistisch denken. Das gibt es natürlich in Deutschland. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir, wie die meisten Länder auch, natürlich ein Rassismusproblem haben in Deutschland. Und ich glaube, das ist vor allem eine Frage der Ausbildung. Natürlich müsste eine Behörde sich darum kümmern, dass die Menschen, die da arbeiten, dass diese Menschen verstehen, wie wichtig Ausländerinnen und Ausländer für Deutschland sind. Also wenn wir uns mal kurz vorstellen, ja, für einen Tag nur würden sämtliche Menschen mit Migrationshintergrund streiken. Ja, nur einen Tag, damit wir alle mal spüren, wie wichtig die für Deutschland geworden sind, dann würden wir sehen, das Land bricht zusammen. Also ohne Menschen mit Migrationsgeschichte wäre Deutschland von heute auf morgen nicht mehr lebensfähig. Uns würden die Menschen fehlen, die Lebensmittel herstellen. Uns würden Menschen fehlen, die in Krankenhäusern arbeiten. Uns würden Taxifahrerinnen fehlen. Uns würden Krankenpfleger fehlen. Also das ganze Land würde stillstehen, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte auch nur einen Tag streiken würden. Und ich denke, vielleicht wäre ein solcher Streiktag für mehr Verständnis. Nein, ich will dazu nicht aufrufen, aber ich sage mal, vielleicht wäre das ganz heilsam, weil, wie gesagt, wir haben in Deutschland ein Rassismusproblem, das muss man sagen, wir haben einfach, es ist ein bisschen umstritten, wie viel, etwa 10% Menschen mit starken rassistischen Einstellungen in Deutschland. Natürlich begegnen auch Ausländerinnen diesen Menschen. Das ist leider so. Und ich glaube, es wäre gut, diesen Menschen mal zu zeigen, wie wichtig Zuwanderung ist und welchen wichtigen Beitrag Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Land leisten. Wobei die Frage ist, ob dann so ein Stillstand, ein Streik dieses Rassismusproblem lösen würde. Da braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit, aber ein häufiges Vorurteil ist ja, dass Menschen mit Migrationsgeschichte faul sind, nicht arbeiten wollen. Und ein solcher Tag hätte immerhin, glaube ich, den Effekt zu zeigen, welchen wichtigen Teil unseres Lebens Menschen mit Migrationsgeschichte ausmachen. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, das viel Frustration auslöst. In Deutschland und auch ganz persönlich hier bei uns im Podcast. Wir sprechen öfter über Faxgeräte. Dieses Thema ist die Digitalisierung. Ich weiß, das ist auch ein großes Thema in eurem Buch, in eurem Podcast. Und wir haben eine E-Mail von Declan bekommen. Declan kommt aus Großbritannien, ist mit 27 nach Deutschland umgezogen und war in den vorherigen 27 Jahren kein einziges Mal in einem Amt, denn er konnte in Großbritannien alles online machen. Er hat online zum Beispiel einen vorläufigen Führerschein
beantragt, der dann per Post verschickt wurde. Der volle Führerschein wurde dann auch später per Post geschickt. Er hat sich das erste Auto gekauft und konnte es per Post ummelden, den Reisepass erneuern lassen und so weiter. Und dann schreibt er nur einige Beispiele aus Deutschland. Als ich herzog, musste ich meine Adresse anmelden. Das hat 3 Monate gedauert, einen Termin zu kriegen, und dann musste ich mir einen Tag dafür freinehmen. Für meinen Job brauchte ich ein Führungszeugnis. Also, was ist ein Führungszeugnis? Eine Bestätigung von der Polizei, dass man keine Verbrechen begangen hat. Da hat es wieder Monate gedauert, einen Termin zu kriegen. Wieder einen Tag Urlaub genommen dafür. Für das Auto musste er zur Zulassungsstelle gehen, um es anzumelden. Gleiches beim Führerschein, als er den umgetauscht hat gegen einen deutschen. Als er umgezogen ist, musste er 2-mal persönlich zum Amt. Einmal, um sich umzumelden, und einmal, um das Auto umzumelden und so weiter und so fort. Wieso gingen und gehen alle diese Dinge nicht online in Deutschland? Also 1 oder 2 Dinge von denen, die er genannt hat, gehen sogar schon online. Also man kann das Führungszeugnis inzwischen digital beantragen, wenn man einen elektronischen Personalausweis hat. Aber klar, ich will das nicht verteidigen. Ja, Deutschland ist an diesen Stellen einfach noch sehr analog. Das hat so ein bisschen zu tun, glaube ich, mit einem gewissen Misstrauen gegenüber der Digitalisierung. Also so ein Mensch im Amt hat häufig das Gefühl, ja, wenn die Bürgerin zu mir kommt, dann habe ich das irgendwie unter Kontrolle. Kann man sich in die Augen schauen? Ja. Lügt die Person oder stimmt das? Und dabei ist es in Wirklichkeit natürlich viel einfacher, eine Unterschrift auf Papier zu fälschen, als einen digitalen Personalausweis zu fälschen. Ne? Also es ist quasi die Illusion von Sicherheit im analogen Leben, ja, während in Wirklichkeit in vielen Situationen jedenfalls digitale Methoden längst viel, viel, viel sicherer sind als analoge Methoden. Also das ist letztlich ein Mentalitätswandel, der noch stattfinden muss in deutschen Behörden. Es hat aber auch viel zu tun mit der Überforderung der Kommunen, ja, also der Überforderung von Städten und Gemeinden. Diese Städte und Gemeinden sind in Deutschland die wichtigsten Akteure bei der Digitalisierung, weil sie einfach den größten Teil der Verwaltung, der Bürokratie in Deutschland übernehmen, stemmen, leisten. Und deswegen müssen sie auch Computersysteme einführen. Deswegen müssen Städte und Gemeinden sich digitalisieren, damit die Menschen digitale Dienstleistungen benutzen können. Und diese Städte und Gemeinden sind häufig eben pleite. Ja, und das ist das große Problem in Deutschland. Es wird ihnen auch vom Bund nicht gerade leichter gemacht, das muss man sagen, weil der Bund häufig es Städten und Gemeinden leichter machen könnte, indem er zum Beispiel Standards definiert. Ne, dann gäbe es bessere Software, die Software von verschiedenen Herstellern könnte besser miteinander zusammenarbeiten. Ja, also Standards zum Beispiel, wie wir das kennen im Bereich E-Mail. Ja, also wir alle wissen, es gibt Tausende von verschiedenen E-Mail-Programmen auf der Welt, aber die alle können miteinander E-Mails austauschen. Warum? Weil es da bestimmte technische Protokolle gibt. SMTP, IMAP, POP, das sind so die wichtigsten. Und damit können alle E-Mail-Programme auf der Welt miteinander sprechen. Und diese Standards fehlen fast überall im Bereich Verwaltungssoftware. Und deswegen gibt es ganz häufig quasi die Situation, dass 2 Programme von 2 Herstellern nicht miteinander sprechen können. Und dann gibt es nur noch einen gemeinsamen Standard und der heißt DIN A4. Ja? Ausdrucken, einscannen, abtippen. Und per Fax an die andere Behörde. Genau. Das ist das große Problem. Und da, weil der Hörer jetzt ja aus Großbritannien stammt, in Großbritannien funktioniert es besser, weil es da einen Service gibt, quasi von der britischen Regierung, der für Software, für Standards zuständig ist. Deswegen klappt das in Großbritannien besser, deswegen klappt es zum Beispiel auch in Dänemark viel besser, im Baltikum viel besser. Deswegen sind viele Länder so viel weiter. Uns in Deutschland, muss man deutlich sagen, fällt einfach unser Föderalismus auf die Füße. Ja, es fällt uns auf die Füße, heißt, wird für uns zum Nachteil, ist für uns ein Problem. Ne, die Idee war ja nach dem Krieg, Deutschland in viele kleine Regierungsteile quasi aufzuspalten. Man wollte nie mehr so einen mächtigen Zentralstaat, ne, weil der mächtige Zentralstaat in Deutschland, wie wir alle wissen, zum Zweiten Weltkrieg geführt hat, ja, wenn man es mal ganz kurz formuliert. Und deswegen hat man sich gedacht, man bildet einen Staat, ja, aber auch 16 Bundesländer
Bundesländer und teilt das alles auf. Und diese Aufteilung von Macht, die hat super funktioniert. Ne? Nur wir haben es, glaube ich, ziemlich übertrieben. Jetzt gibt es unglaublich viele Stellen in Deutschland, die ein ganz bisschen Macht haben, aber nicht alle spielen gut zusammen. Und deswegen ist Deutschland viel träger, viel langsamer bei vielem als andere Länder. Ulf, du hast schon alle Fragen beantwortet, die ich jetzt stellen wollte, weil du einfach weißt, was unsere Zuschauer wissen wollen. Es ist wirklich etwas, was man vielleicht nicht so gut versteht, wenn man nicht aus Deutschland kommt. Dieser Föderalismus, die verschiedenen, du hast gesagt, der Bund, also es gibt die Bundesregierung, dann gibt es die Länderregierung, es gibt die Kommunen. Und das ist ein Problem. Wie löst man das? Wie löst man das? Es gibt ja auch Beispiele für Föderalismus, die besser funktionieren. Also nehmen wir die Vereinigten Staaten zum Beispiel. Die sind ja im Grundsatz auch ein Bundesstaat. Ne? Da gibt es den Bund eben mit der Regierung in Washington und dann gibt es 50 Bundesstaaten. Und in den Vereinigten Staaten sind die Ebenen besser getrennt. Das heißt, es ist klarer geregelt, wofür ist der Bund zuständig und was regeln die 50 Bundesstaaten. Natürlich gibt es auch da Konflikte. Ja, natürlich erlässt der Bund manchmal Gesetze und die Bundesstaaten wollen die nicht so richtig ausfüllen, wollen die nicht richtig ausführen. Natürlich gibt es Streit darüber, ob der Bund seine Kompetenzen überschreitet und dann geht es zum Supreme Court und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dort keine Konflikte gäbe. Aber im Grundsatz funktioniert das besser, weil der Bund seine eigenen Gesetze macht und die Länder machen ihre Gesetze. Und in Deutschland kann der Bund seine Gesetze eben nicht alleine machen, sondern die Länder können immer mitreden bei der Gesetzgebung des Bundes. Dazu gibt es eine eigene Kammer in Deutschland, das ist der Bundesrat. Ja, die Menschen in Deutschland wählen zwar den Bundestag, das ist so das wichtigste Parlament in Deutschland, aber selbst wenn der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, muss dieses Gesetz erst noch durch den Bundesrat, also die Kammer der Länder, bevor es Gesetz werden kann. Und das ist ein großes Problem, weil dieser Bundesrat häufig Gesetze des Bundestages ausbremst. Ja, obwohl sie vom Bundestag beschlossen sind, obwohl es für diese Gesetze eine Mehrheit gab von den Menschen, die gewählt wurden, um Gesetze zu machen, reicht das in Deutschland noch nicht, sondern es müssen auch noch die Länder zustimmen. Es gibt verschiedene Arten von Gesetzen. Ne? Bei manchen Gesetzen ist es besonders schwer, dass der Bundesrat zustimmt, bei anderen Gesetzen ist es leichter, aber im Kern kann man sagen, dass die Länder die Gesetze des Bundes bremsen können oder sogar ganz verhindern können. Und das führt dazu, dass Deutschland sehr träge ist, wenn es darum geht, Gesetze des Bundes zu machen. Also, Bundesrat abschaffen. Ja. Das wäre aus meiner Sicht zu radikal, aber ich denke, wir sollten in Deutschland die Macht reduzieren des Bundesrates. Wir sollten die Macht des Bundesrates etwas reduzieren und ich glaube, der einfachste Weg dazu wäre, dass man es so regelt, dass es leichter wird, im Bundesrat eine Mehrheit zu finden. Heute ist es so, im Bundesrat können die Länder mit Ja stimmen, mit Nein stimmen oder mit Enthaltung. Ja, ganz normal, geht in jedem Parlament. Das Problem ist nur, dass im Bundesrat Enthaltung gezählt wird wie ein Nein. Und wenn in einem Land auch verschiedene Parteien mitregieren, in einer sogenannten Koalition, dann einigen die sich häufig, okay, wenn wir ein Gesetz des Bundes unterschiedlich bewerten, dann muss unser Land mit Enthaltung stimmen. Aber heute wird Enthaltung im Bundesrat wie ein Nein gezählt. Ne? Und die Parteien in den Landesregierungen sind sich häufig nicht einig. Und deswegen gibt es immer häufiger die Situation, dass sie sagen, wir enthalten uns. Und das heißt heute de facto, wir stimmen mit Nein. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, Gesetze der Mehrheit im Bund auch durch den Bundesrat zu bekommen. Und deswegen denke ich, da sollten wir ran. Eine Enthaltung sollte einfach das sein, was man so denkt, nämlich eine Enthaltung. Eine Enthaltung sollte einfach nicht gezählt werden. Man sollte einfach nur zählen, gibt es mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen im Bundesrat. Und dann wäre es viel leichter für den Bund, Gesetze zu machen. Ne? Wir haben eben über Standards für die Verwaltung gesprochen. Der Bund will das schon lange, aber die Länder blockieren das, weil sie Kosten fürchten. Sie haben Angst, dass sie dann neue Software kaufen müssten. Aber ja, das ist auch so. Kurzfristig kommen da Kosten auf die Länder zu. Aber mittelfristig würde unser Land so viel Geld sparen, wenn alle Programme miteinander sprechen könnten. Ne? Das kann der Bund aber nicht gegen die Länder durchsetzen. Und ich glaube, das ist Wahnsinn. Ulf, du hast die Lösungen. Wie kann man dich wählen?
ich bin sehr glücklich in meiner Rolle als Journalist. Ich möchte gar nicht gewählt werden, aber ich freue mich natürlich, wenn Menschen Philipp Banse und mir zuhören in unserem Podcast. Das könnt ihr machen bei Lage der Nation. Link ist hier unten. Wir machen noch ein letztes Thema ganz kurz. Und zwar das Thema Infrastruktur und Baustellen. Oh ja. Das ist einfach zu erklären. Und zwar hat uns Dave geschrieben, bei meiner Frage geht es um kleine Baustellen, vor allem bei der Bahn. Ich habe gelesen, dass an 3 S-Bahn-Haltepunkten in Stuttgart die Bahnsteige auf S-Bahn-Niveau von 96 Zentimeter aufgebaut werden sollen, damit ein barrierefreier Einstieg in die Bahn möglich ist. Das klingt ganz einfach. Ein kleines Bauteam, ein paar Monate Arbeit. Die Realisierung dieser Projekte ist allerdings für 2028 bzw. 2029 vorgesehen, und zwar mit Kosten pro Bahnsteig im Millionenbereich. Inzwischen hätte China 1000 Kilometer Schnellbahnstrecke gebaut. Warum müssen diese Projekte in Deutschland so langsam vorankommen? Und gibt es Hoffnung für die Verkehrswende, wenn selbst eine Anpassung der Bahnsteighöhe angeblich 5 Jahre braucht? Also, das klingt nicht gut. Das klingt viel zu kompliziert. Woran das jetzt im konkreten Fall liegt, kann ich nicht sagen. Aber es ist völlig klar, so lange darf das nicht dauern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Stuttgart damit zusammenhängt, dass es ja in Stuttgart gerade eine andere sehr große Baustelle gibt, nämlich den Stuttgarter Hauptbahnhof. Da gibt es das sogenannte Projekt Stuttgart 21, wo der Hauptbahnhof komplett umgebaut wird, in die Erde versenkt wird. Und da wird also ein großer Tunnel gebaut und so. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, das ist ein Sonderproblem. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es bei der Bahn ganz viele Baustellen gibt, große und kleine Baustellen, die sich in den letzten 25 Jahren angesammelt haben. Und das ist ein schönes Beispiel für einen politischen Fehler, denn die Bundesregierung hatte sich in den späten 90er Jahren mal überlegt, dass die Bahn an die Börse soll. Also die Bahn ist eine Aktiengesellschaft geworden. Die sollte an die Börse gebracht werden und damit sie an der Börse erfolgreich ist, sollte sie Gewinn machen. Die Idee mit der Börse ist schon seit langem vom Tisch. Ja, diese Idee ist seit langem gestrichen worden. Aber leider Gottes hat man nicht auch die Idee gestrichen, dass die Bahn Gewinne machen soll. Und wenn man sich das mal überlegt, dann sieht man ziemlich schnell, dass das Quatsch ist. Die Bahn sollte Menschen und Waren, Güter möglichst schnell von A nach B bringen, aber sie muss dazu keinen Gewinn machen. Im Gegenteil, es ist völlig normal, dass eine Bahn Geld kostet. Und dieser Gedanke ist in Deutschland, wie gesagt, 20, 30 Jahre in Vergessenheit geraten und erst in den letzten 2, 3 Jahren hat die Politik verstanden, dass man in die Bahn investieren muss, anstatt von der Bahn Gewinne nehmen zu wollen. Ja, da gibt es ein gutes Zitat. Manuel möchte gerne aus deinem Buch zitieren. Oh la la. Darf ich dir vorlesen aus deinem Buch? Bitte lies mir mal ein Buch vor. Die Rendite, die eine gute Bahn erwirtschaftet, lässt sich jedoch nicht nur in Euro beziffern. Ihre eigentliche Aufgabe ist ein Plus an Lebensqualität und ein Minus bei den Treibhausgasemissionen. Genau. Das ist der Witz. Die Bahn ist ein ganz wichtiger Teil der Verkehrswende, ja, also ein wichtiger Teil, um Mobilität in Deutschland und auch auf der ganzen Welt möglichst CO2-frei zu ermöglichen. Und wie gesagt, diese Idee ist in Deutschland in Vergessenheit geraten. Sie ist in den letzten 2, 3 Jahren von der jetzigen Ampelregierung wiederentdeckt worden. Und jetzt wird ja auch in die Bahn investiert. Ich würde sagen, es wird noch nicht genug investiert, aber immerhin ist jetzt eine Infrastrukturfirma gegründet worden, die zuständig ist für alle Gleise und alle Bahnhöfe. Und diese Firma macht zwar Gewinne, ja, weil sie nämlich Gebühren nimmt von Zügen, die fahren wollen auf den Gleisen, aber diese Gewinne gehen jetzt nicht mehr in den Topf des Bundes, in die Kasse des Bundes, sondern diese Gebühren dürfen wieder reinvestiert werden in bessere Schienen, in bessere Bahnhöfe. Und ich finde, das ist ein wichtiges Signal, dass die Bahn wieder fit gemacht werden soll. Es gibt Hoffnung, Ulf. aber bis dahin, wenn ihr noch mehr lernen wollt darüber, was alles nicht funktioniert in Deutschland, lest dieses Buch. Ich muss sagen, es ist schon sehr interessant, wenn man mal verstehen will, wie Deutschland überhaupt funktioniert.
Und wenn man neu in Deutschland ist, ist das eine gute Idee. Das gibt es übrigens auch natürlich als E-Book und vor allem als Hörbuch. Ja, so habe ich es konsumiert. Genau, das heißt also, gerade wenn ihr nebenbei noch ein bisschen quasi die deutsche Sprache trainieren wollt, kann man es auch sich sehr schön anhören oder man hört es sich an und liest parallel mit im Buch. All das kann man tun. Letzte Frage zum Abschluss. Wir haben uns jetzt nur damit beschäftigt, was nicht funktioniert in Deutschland. Warum lohnt es sich denn trotzdem nach Deutschland zu kommen? Ich glaube, Deutschland ist ein Land, das gerade im Aufbruch steckt. Die Stimmung ist zwar gerade nicht so wahnsinnig toll, viele Menschen sind skeptisch, aber ich glaube, genau darin liegt die Chance. Wir sind gerade so ein bisschen im Tal, aber ich bin mir absolut sicher, es muss wieder aufwärts gehen und das wird auch funktionieren. Insofern, wenn ihr quasi mithelfen wollt, wenn ihr bei diesem Aufschwung dabei sein wollt, glaube ich, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Top. Ein wunderschönes Schlusswort. Euren Podcast gibt's auf lagedernation.org. Unseren Podcast, falls ihr jetzt auf YouTube zuschaut und uns noch nicht abonniert habt in einer Podcast-App, dann geht mal auf easygerman.fm. Dort findet ihr die entsprechenden Links. Und wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, hört ihr jetzt noch eine kleine Aftershow. Wir sprechen noch ein paar Minuten. Jetzt kommen die harten Fragen. Jetzt kommen die harten Fragen. Jetzt reden wir mal Klartext. Vielen Dank für eure Einladung. Dankeschön. Bis bald, Ulf. Ciao. Ciao. Schön.